Hallo meine Lieben, heute habe ich kein Nähvideo für euch. Heute zeige ich euch, wie ich meiner Smart Doll eine Mütze stricke. Für mehr Näh-, Bastel- oder Strickvideos abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Die Mütze hat ein einfaches Perlmuster, welches aus rechten und linken Maschen besteht. Das Strickmuster ist sehr elastisch und passt bestimmt nicht nur Smart Dolls. Ich habe die Wolle von Schachenmeier genommen und zwar die Catania in einem schönen Türkiston. Die Wolle ist für eine 2,5 bis 3,5 mm Nadel ausgelegt. Du brauchst eine Schere, eine Wollnadel, einen Marker und 2,5 mm starke Strumpfstricknadeln. Normalerweise ziehe ich den Faden aus der Knollbitte raus. Dieses Mal war es aber so verfummelt, dass ich es gelassen habe. Am Anfang lasse ich genügend Faden übrig, um meine 60 Maschen aufzunehmen. Ich lege den Faden zuerst um meinen Daumen und dann um meinen Zeigefinger. Mit der Stricknadel gehe ich unter den mittleren Faden, führe die Stricknadel unter den Daumenfaden und drehe die Hand, um den Faden am Zeigefinger aufzunehmen. Somit habe ich meine ersten 2 Maschen aufgenommen. Ich fahre von unten durch die Daumenschlaufe und hole mir den Faden vom Zeigefinger und ziehe ihn durch die Schlaufe. Mit dem Daumen ziehe ich die Schlaufe fest und habe eine weitere Masche auf der Stricknadel. Das wiederhole ich nun so lange, bis ich die gewünschte Anzahl auf meinen Stricknadeln habe. Auf die erste Stricknadel nehme ich 16 Maschen auf die nächsten 2 nehme ich jeweils 15 Maschen auf und auf die vierte Stricknadel nehme ich 14 Maschen auf. Insgesamt sind es 60 Maschen. »60 Maschen habe ich nun auf meine Stricknadel. Ich schaue auch gleich, dass sich bei mir nichts verdreht hat. Den Anfangsfaden werde ich zu Beginn gleich mit verstricken, somit spare ich mir später das Vernähen des Fadens. Damit ich auf allen Stricknadeln dieselbe Anzahl an Maschen habe, stricke ich die erste Masche der vierten Stricknadel mit der ersten Stricknadel rechts ab. Danach nehme ich die fünfte Stricknadel und stricke die nächste Masche rechts ab. Dann folgt eine linke Masche und so weiter. Ich stricke insgesamt 9 Runden. Bei rechten Maschen kommt der Faden unter die Stricknadel. Bei den linken Maschen wird der Faden vor die Stricknadel gelegt. Für Nähanfänger werde ich ein paar gute Videos heraussuchen und in die Infobox verlinken, die besser erklären, wie man Maschen aufnimmt und wie man rechte und linke Maschen abstrickt. Den Anfangsfaden stricke ich ein paar Maschen mit und schneide ihn dann ab. Zudem setze ich meinen Marker, um die Runden besser zählen zu können.
9 Runden habe ich jetzt das Bündchen hochgestrickt und werde nun zum Perlmuster übergehen. Beim Perlmuster brauche ich eine ungerade Zahl an Maschen. Dafür muss ich eine weitere Masche aufnehmen. Ich hole mir zwischen den Maschen den Querfaden hoch und stricke ihn von hinten rechts ab. Danach stricke ich eine linke Masche und dann wieder eine rechte Masche. Das Perlmuster besteht aus einer linken und einer rechten Masche, die im Wechsel in Runden gestrickt werden. Insgesamt stricke ich nun 35 Runden. Zwei Tassen Kaffee und 35 Runden später habe ich die Höhe der Mütze erreicht. Jetzt werde ich jeweils 2 Maschen rechts zusammenstricken und dann den Faden vernähen. Von vorne gehe ich in 2 Maschen rein und stricke sie zusammen. Das mache ich auf jeder Nadel. Da die Anzahl der Maschen ungerade ist, werde ich die letzte Masche einfach rechts abstricken. Es ist mittlerweile Abend und die Sonne geht gerade unter. Ich sitze am Fenster, um noch ein bisschen Sonnenwärme und Sonnenlicht abzubekommen. Ich hoffe, dass man trotz der Sonnenstrahlen auf meinen Händen noch gut genug erkennen kann, was ich eigentlich treibe. Die Maschenzahl habe ich durch das Zusammenstricken reduziert. Den Faden schneide ich nun ab, lasse aber noch ein Stückchen zum Vernähen übrig. Jetzt hebe ich die Maschen mit Hilfe einer Wollnadel ab. Den Faden ziehe ich fest und stecke die Nadel durch das kleine Löchlein ins Innere der Mütze. Im Inneren vernähe ich den Faden und schließe das kleine Loch.
Jetzt fehlt nur noch ein Bommel auf der Mütze. Wenn du keinen Feldbommel hast, kannst du diesen aus Wolle basteln. Yay, meine Mütze ist fertig! Meine Smart Doll hat bald zu jedem Outfit eine passende Mütze. Ich hoffe, du wirst deiner Puppe auch eine stricken. Verlinke mich gern auf Instagram. Ich freue mich jedes Mal auf die tollen Werke, die ihr nach meinen Anleitungen zaubert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stricken. Bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal. Bye bye!